geht los! Man sieht, dass das Ganze dann ein Ende hat. Das wird ganz schön an unsere Substanz auch gehen. Das ist einfach nur alles scheiße. Also wir merken, ihr wollt den YouTube-Kanal halt auch erhalten, genauso wie wir. Und das werden wir wohl schaffen, oder? Wir haben mit unserer Familie auch schon telefoniert, mit Freunden telefoniert. Im Moment überrollt uns das Ganze so sehr. Ich hasse sowas, echt. Der LKW macht mir echt Sorgen. Das sind halt so Sachen, die braucht man echt nicht. Hält der LKW das bis dahin durch? Kommen wir an. Wir gehen halt jetzt an unsere finanziellen und vor allem auch gesundheitlichen Reserven. Guten Morgen an unserem letzten Stellplatz in Griechenland, also auf dem griechischen Festland müssen wir sagen. Und wir haben hier nochmal so einen mega Hammer Platz gefunden. Das ist hier so wunderschön in den Bergen. Und da möchte ich nochmal vervollständigen zum letzten Video zu der Frage, wie wir eigentlich unsere Stellplätze finden. Und zwar ist das die Variante Nummer 4, wie wir unsere Plätze finden. Und zwar, wir finden unsere Plätze auch zu Fuß. Also der Platz liegt irgendwie ein paar hundert Meter von unserem letzten Stellplatz aus dem letzten Video entfernt. Also wie Nikolas immer sagt, wir scouten auch manchmal selber unsere Plätze. Und das sind meistens auch die besten Plätze. Also wir haben hier noch einen weiteren Platz gefunden, aber den haben wir uns überlegt, fahren wir dann doch jetzt nicht an, weil der dann doch ein bisschen weiter höher in die Berge geht. Und wir waren uns noch nicht so ganz sicher, ob wir da mit dem LKW überhaupt drehen können. Wir müssten sozusagen wahrscheinlich den ganzen Weg wieder rückwärts runterfahren, aber es wäre auch ein Hammer-Ausblick gewesen. Runter aufs Meer. Naja, also es macht Spaß. Ein bisschen wandern gehen und dann, oh, guck mal hier, Genau. da können wir richtig schön stehen. Genießen wir mal die letzten Stunden hier noch mit dem Ausblick direkt aufs Meer. Denn wie ihr wisst, geht heute unsere Fähre zur Insel Chios und von dort werden wir dann in die Türkei verschiffen. Also es wird heute ein aufregender Tag für uns. Also das Öl, das riecht schon richtig stark nach verbrannten Diesel. Also merkt man, dass er da irgendwie reinbläst. Also dass da die Abdichtung nicht mehr ganz so in Ordnung ist. Aber letztendlich genau wissen wird man das nur, wenn man dann eine Druckprüfung macht. Und das war auch ein Feedback von euch, von vielen von euch. Macht erstmal eine Druckprüfung, bevor ihr den Motor aufmacht. Und es gab noch so viel weiteres Feedback von euch. Das ist so mega. Also
technische Unterstützung. Guck mal hier, guck mal da, prüfen wir erstmal das. Also mega geil. Dann auch Angebote für eine Unterkunft in Izmir, Dolmetscher, die uns dann von Türkisch auf Deutsch übersetzen wollen und umgekehrt. Und auch finanzielle Unterstützung, was so mega unfassbar. Also wir merken, ihr wollt den YouTube-Kanal halt auch erhalten, genauso wie wir. Und das werden wir wohl schaffen, oder? Also es ist echt ein schönes Gefühl, dass so viele tolle Leute da hinter uns stehen und dass ihr da hinter uns steht. Ja, naja, also zu dem Ganzen, wie der Status ist, was bis jetzt schon passiert ist, wie es weitergeht, da erzähle ich dann später nochmal was, wenn wir dann auf der Fähre sind. Jetzt sind wir in Aufbruchsstimmung und haben noch ein paar Sachen zu erledigen. Achso, was mir noch einfällt jetzt, wir sind ja jetzt schon ein bisschen gefahren. Ich habe ja dieses Ceratec da reingehauen und dickeres Öl sozusagen, also 20V50, also nochmal so eine technische Sache. Man merkt, dass der Motor ein bisschen ruhiger läuft, also ein bisschen gedämpfter. Ist das jetzt das Wundermittel? Weiß ich nicht. Also viele schwören da drauf. Wird es jetzt diesen Schaden, der da drin ist, diese Abnutzung beheben? Keine Ahnung, das kann ich nicht beurteilen. Interessant wird es ja, wenn wir dann den Motor wirklich aufmachen sollten. Ja, also von daher, das eigentliche Geräusch, was mich beunruhigt, ist nicht weg. War lange Zeit jetzt, bestimmt, ich weiß gar nicht wie viele Tage, eine Woche länger, irgendwie jetzt unser Zuhause. Und der hat uns echt gut getan, das haben wir richtig gebraucht. Also uns in dieser Situation einen ruhigen Ort zu suchen, wo wir alles klären können und die wichtigen Schritte in die Wege zu leiten und so und selber dann halt auch, ja, dass es uns gut geht. Das war halt irgendwie wichtig. Da muss man einfach in solchen Situationen immer drauf achten. Das haben wir auch im letzten Jahr gemerkt, dass wir da viel zu wenig drauf geachtet haben. Und das wollten wir dieses Jahr halt anders machen. Unter anderem halt auch, dass wenn wir irgendwie Probleme haben, die dann schnellstmöglich auch zu beheben, sofern das dann möglich ist. Aber eben mehr für uns was tun. Also ja. Der Ort war hier richtig gut. Und das im Süden von Athen, wo wir eigentlich überhaupt keine Hoffnung hatten, dass wir überhaupt irgendwas finden. Ganz aus dem Süden von Athen hoch nach Piräus an der Westküste lang und das lohnt sich. Also auch wenn ihr hier nichts zu besorgen habt, einfach mal hier langfahren, das ist wunderschön, diese Küstenstraße.
sind gerade noch mal einkaufen gewesen, weil wir wissen ja nicht, was uns auf Chios erwartet. Das ist ja eine Insel und wir vermuten, dass es dann doch schon ein bisschen teurer da wird, weil es wird ja alles hin verschifft, so jedenfalls unsere Denke. Deshalb haben wir noch mal alles voll gemacht. Und wir wollten mal eine Sache revidieren aus einem alten Griechenland-Video. Da haben wir nämlich gesagt, passt mal auf mit Lidl, Preise sind viel teurer als in Deutschland und geht mal lieber woanders einkaufen. Das wollen wir so ein bisschen revidieren, weil wir sind ja mittlerweile Griechenland-Einkaufsexperten geworden. Und zwar sind schon viele Sachen auch bei Lidl tatsächlich günstiger als in anderen Einkaufsläden, wie zum Beispiel das Gemüse ist uns aufgefallen, dass es irgendwie bei Lidl viel günstiger ist und auch noch ein paar andere Sachen. Und dann habe ich gerade zu Nikolas gesagt, ich finde auch, dass Lidl die Preise dieses Jahr irgendwie gesenkt hat. Also es sind viele Sachen jetzt günstiger als noch im letzten Jahr. Wir fahren mit Blue Star Ferries, hatten wir uns jetzt rausgesucht, gibt keinen bestimmten Grund. Sind uns als erstes aufgefallen, hier gibt es direkt ein Office und da holen wir uns jetzt die Tickets. Jetzt haben wir noch, weiß nicht was, 4 Stunden oder so, die wir warten müssen, aber ist okay. Es geht los, es geht los, es geht los! Es geht los. Ja, spannend. Eben gerade war noch alles voll hier. Jetzt steht Odin ganz alleine da. Chios. Pass auf, LKW. Kommt ein LKW.
gesehen, aber ich sagte gerade, wie groß da eine Fähre ist. Wahnsinn. Das war's, wir sind drin. Und ja, man kann ja irgendwie immer noch nicht sehen, aber macht nichts, egal. Also, wir wurden gefragt, ob wir nach Chios oder Lesbos wollen. Und Chios, ich weiß gar nicht, ob das ist die erste Station, denke ich mal. Deswegen stehen wir wohl weiter vorne. Ja, wir sollten um 5:30 Uhr hier sein. Um 20 Uhr legt die Fähre ab. War jetzt total easy hier reinzukommen. Ich konnte hier gerade drehen. Muss ich sagen, bin ich auch wieder froh, dass unser LKW so kurz ist. Ne? So, aber hier ist trotzdem, hier wäre auch genug Platz für einen 8 Meter oder 9 Meter LKW gewesen oder auch noch länger. Gut. Also wir werden uns jetzt aufmachen nach oben und dann gucken, ob wir irgendwie ein Plätzchen kriegen, weil wir haben nur Economy gebucht. Wir haben keine Kabine. So ist das leider. Aber das ist okay. Mal keinen Schlaf. Kriegen wir auch hin. Let's go! G5 müssen wir uns merken. Hier. Nochmal ein Blick zu Odin. Da ist eine Rezeption. Und da kommt man, weiß ich nicht, irgendwo in eine Lounge oder so. Ich weiß nicht, wo gehen wir als erstes hin? Rezeption. Also ich hatte Sorge gehabt, dass wir keinen Platz mehr kriegen, weil wir nicht reserviert haben. Oh, das wird eng. Das wird eng. Ob wir hier noch einen Platz kriegen? Oh Mann. Das ist wie in einem Flugzeug ist das hier, also die Sitze. Aber ich glaube, hier ist mehr Platz Ja. für deine langen Beine. Ja. Kann man aushalten. Also mit der Economy ist es so, man darf sich nicht auf diese Flugzeugsitze setzen, weil die haben wir nicht gebucht, sondern wir müssten irgendwie die ganze Nacht auf diesen Dingern hier verbringen. Aber sollten doch welche frei sein, nachdem wir abgefahren sind, dürfen wir uns auch ansetzen. Ich glaube, das sollte funktionieren. Also es sind so viele Sitze. Man muss dazu sagen, wir werden nicht die ganze Nacht hier sein. Um 4 Uhr morgens legen wir schon wieder an. Also richtig mit Schlafen ist sowieso nicht. Naja, mal gucken. Also 20 Uhr legen wir ab. Das ist schon ein paar Stunden. Ob wir dann schlafen können, ist sowieso die Frage. Wir suchen uns jetzt erstmal ein Sofa. So, wir machen eine kleine Schiffsführung. Hier ist nix. Ist das cool. Ich habe das ja noch nie gesehen. Ich finde es mega aufregend hier heute. Ja, wir konnten uns noch einen Schlafplatz ergattern nebeneinander. Also so viele Plätze sind dann doch nicht belegt oder reserviert. Also es lohnt sich durchaus. Ohne Reservierung an Bord zu gehen. Genau. Mal sehen, ob wir schlafen können. Hier kann man dauernd irgendwelche Durchsagen und
das ganze Bootrevier, das ganze Schiff vibriert. Genau. Ja, insgesamt. Ja, sag ruhig. Nee, sag du. Wir sind jetzt um 8 Uhr abgelegt und ich habe gerade noch mal eine Rezeption gefragt. Um 6 legen wir an. Und Um 6 erst? Um 6 und verlassen dann das Schiff. Oh, dann sind es ja doch 10 Stunden Fahrt, ne? Genau. Mal sehen, ob wir ein bisschen schlafen können, würde ich sagen. Genau. Also insgesamt hat uns das 329 € gekostet. Die Überfahrt bis nach Chios und von Chios nach Cefne werden wir sehen, was es das dann kostet. Aber insgesamt wird es wesentlich günstiger sein als über den Landweg. Das denke ich mal. Ja, das hatten wir ja schon gesagt. Ja. Genau. Also. Gute Nacht. Si terrà una dimostrazione sul corretto utilizzo del giubbotto di salvataggio. Vi preghiamo voler seguire attentamente la dimostrazione. Περάστε τη ζώνη του σωσιβίου πίσω από την πλάτη σας και μέσα στη μόρφη. Σφίχτε τη ζώνη. Για τον εντοπισμό σας, το σωσίβιο διαθέτει σφυρίχτρα, ανακλαστικές ταινίες και φω. Wir haben es jetzt 10 Stunden später und wir haben ein Fazit. Also Schlafsitze, das ist das falsche Wort. Wir haben 3 Stunden geschlafen. Ja. Also wenn ihr irgendwie das Geld übrig habt, dann nehmt euch eine Schlafkabine mit einem vernünftigen Bett. Wobei wir haben einige gesehen, die haben irgendwie auf dem Boden hier geschlafen. Wenn man nichts dagegen hat oder Ja, die hatten wenn einem das nichts ausmacht, dann geht das auch. Also die scheinen besser geschlafen zu haben. Die haben richtig Isomatte dabei gehabt und Schlafsäcke, also die waren richtig gut vorbereitet. Ja, es gibt auch ein paar Sofas hier. Das haben sich aber natürlich die Leute gekrallt, die gleich am Anfang, also gleich die ersten waren. Da geht es natürlich auch gut. Aber da war, also als wir ankamen, war schon nichts mehr frei. Im Endeffekt sind die Sitze wie Flugzeugsitze und jeder, der mal 10 Stunden geflogen ist, der weiß, auf was er sich hier einlässt. Ja. Glaube ich, ein Steier, ne? Oder? Ja, sind ganz alter, ne?
Ja, das war ein ganz schöner Ritt durch die Berge. Irgendwie gab es aber auch nicht so wirklich einen anderen Weg. Es ist irgendwie alles sehr hügelig hier. Nicht so geil eigentlich dann so für den Motor. Aber hat sich gut gemacht, hat sich jetzt auch nichts verändert an Geräusch oder sowas. Also das wird er, glaube ich, dann auch noch durchstehen, bis wir dann da sind. Ja. Aber vielleicht werden wir einfach auch nicht so viel hier rumfahren. Vielleicht bleiben wir jetzt auch die restliche Zeit hier, bis wir dann nach Chessman weiterfahren mit der Fähre. Ja, wir machen uns jetzt erstmal einen Kaffee, Frühstück. Wir sind ja schon müde, viel geschlafen haben wir ja nicht. Und ja, damit wir nicht in so einen Jetlag kommen, müssen wir ja irgendwie durchhalten bis heute Abend. Ne? Aber es ist echt schön hier. Ist ein schöner Platz. Da kann man mal wieder ein paar Tage aushalten. Und ja, auch runterkommen, zur Ruhe kommen, schlafen. Also richtig gut schlafen. Ja. Und spazieren gehen. Und wandern. Und Ziegen gucken. Und Ziegen gucken. Ich hab's ja schon gehört. Könnte halt so schön sein, dieser Ort. Ihr habt das ja schon aus der Luft gesehen. Das ist einfach ein Traumstrand hier, an dem man sich echt wünscht zu stehen. Wir haben uns dafür entschieden, die gesamte Zeit, die wir auf Chios haben, jetzt hier zu bleiben, um halt nochmal Kraft zu tanken für das, was uns in der Türkei bevorsteht. Und ich glaube, das ist auch die richtige Entscheidung. Aber kennt ihr vielleicht auch, wenn man dann erstmal zur Ruhe kommt, dann kommen auch ganz viele blöde Gedanken, wenn man dann mal sich langweilt. Auf der anderen Seite glaube ich einfach, wir brauchen derzeit diese Langeweile, weil wir wissen nicht, was uns in der Türkei erwartet. Und ich gehe wirklich davon aus, dass wir da richtig viel Energie brauchen und das wird ganz schön an unsere Substanz auch gehen. Von daher werden wir jetzt die restlichen Tage noch hier verbringen. Ja, wenn ich daran denke, in ein paar Tagen ist es soweit. Wir fahren mit der Fähre rüber in die Türkei. Muss ich ganz ehrlich sagen, zieht sich echt so mein Magen zusammen. Ich verdränge auch diesen Gedanken. Also ich lenke mich im Moment auch mit ganz vielen Sachen so ab, schneide das Video, putze den LKW, mache irgendwelche Sachen, um nicht daran denken zu müssen. Ich habe da wirklich Angst vor, was uns da erwarten wird, ob wir das gewuppt kriegen dieses Mal. Also wir haben schon wirklich viele Sachen hingekriegt. Aber das wird nochmal eine ganz andere Hausnummer da in der Türkei. Wir wissen nicht, ob die Ersatzteile rankriegen. Wir wissen nicht, können wir uns verständigen, sind wir da in guten Händen, werden wir nicht irgendwie abgezockt. Und naja, das große Ungewisse ist halt dann auch noch, geht es danach mit YouTube weiter? Das beschäftigt mich halt auch momentan echt sehr. Also viele Dinge, die mir einfach jetzt momentan durch den Kopf gehen und diese Ruhe macht es gerade irgendwie nicht besser. Ja, es wird eine krasse Zeit werden und ja, es ist halt auch gerade sehr emotional, weil ich glaube, es wird sich vielleicht auch was ändern dann, je nachdem, wie es halt in der Türkei läuft. Es kann halt einfach passieren, dass es mit YouTube dann vorbei ist und ich gebe ganz ehrlich zu, für diese Veränderung bin ich momentan noch überhaupt nicht bereit. Und viele sind auch für diese Veränderung noch nicht bereit. Das haben wir gemerkt an
der Anteilnahme, wie ihr uns halt unterstützt, uns Spenden geschickt habt. Und da ist mir auch aufgefallen, dass uns sehr viele Frauen dieses Mal auch was zukommen lassen haben. Das ist sehr ungewöhnlich, weil eigentlich waren wir doch schon ein so männerlastiger Kanal. Und das finde ich natürlich vor allem als Frau besonders toll, dass unser Damenanteil auch gestiegen ist. Der war ganz am Anfang unseres Kanals, als wir den eröffnet haben, so bei 98%, ist natürlich auch dem Content geschuldet. Und mittlerweile sind wir bei 14-15% Frauen, die uns auch gucken. Und da möchte ich mich mal ganz lieb bei euch bedanken. Vielleicht könnt ihr uns ja auch noch mal in die Kommentare schreiben, was euch als Frau eigentlich so interessiert. Ich denke, das sind halt andere Themen, als die Männer interessiert. Natürlich wird es immer Technik hier bei uns geben, das ist, glaube ich, ganz klar. Wer mit so einem alten LKW durch die Weltgeschichte fährt, da wird es immer irgendwie was geben. Aber liebe Frauen, schreibt es doch mal in die Kommentare, was interessiert euch eigentlich? Das würde uns mal sehr interessieren. Irgendwie entwickelt sich das Ganze zu einer heftigen Geduldsprobe. Wir sind jetzt hier schon ein paar Tage und ich merke, dass ich mich eigentlich überhaupt nicht so richtig entspannen kann, obwohl das ja jetzt der Plan war, jetzt hier nochmal so ein bisschen runterzukommen, bevor es dann richtig losgeht. Aber die Gedanken sind die ganze Zeit irgendwie bei dem LKW, bei der Problemlösung, beim Recherchieren. Wo kriege ich Ersatzteile her für den Fall, dass wir sie dann doch nicht in der Türkei bekommen? Wie bekommen wir sie in der Türkei? Und das ist eigentlich das, was eigentlich am meisten Energie zieht. Also es ist gar nicht mal, wenn man dabei ist, den LKW jetzt repariert, weil dann ist man ja in der Problemlösung drin und man sieht, dass das Ganze dann ein Ende hat. Aber jetzt ist es halt im Moment so, man weiß nicht so richtig, wird alles gut werden, werden wir alles finden, werden wir die richtige Werkstatt finden, werden wir die Ersatzteile finden, die wir brauchen dafür, was werden wir in dem Motor vorfinden, was da irgendwie kaputt ist. Und gestern hatte ich so einen Tag gehabt, ich hatte so richtig keinen Bock mehr. Wir haben letztes Jahr aufgehört und da war das bei mir schon so weit, wo ich dachte so, ich will das eigentlich gar nicht mehr. Ich habe ja gemerkt, dass sich da schon wieder irgendwie so ein bisschen was anbahnt. Und dieses Jahr geht es irgendwie dann ja genau da weiter. Ich hatte zwar noch die Hoffnung gehabt, dass alles gut ist, dass sich diese Motorgeräusche, die ich im letzten Jahr auf der Rückreise von Athen so gehört habe, auf der Rückreise von der Türkei nach Athen gehört habe, dass das sich nicht als irgendwas Gravierendes herausstellt. Und naja, auf jeden Fall, da waren wir schon. An diesem Punkt waren wir schon so häufig. Und ich merke, dass mir die Geduld ausgeht. Natürlich drängt sich die Frage auf, haben wir ja auch so in den Kommentaren schon häufiger gelesen, warum halten wir denn an den LKW noch fest? Und da gibt es zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass wir das finanziell einfach nicht wuppen können, uns eine neue Basis zu kaufen. Das würde halt einfach bedeuten, wir gehen dann halt in andere Jobs, um das nötige Geld dafür zu verdienen. Das würde wiederum bedeuten, dass wir YouTube nicht weiter fortführen können, weil das einfach zeitlich parallel überhaupt nicht zu schaffen ist. Und vermutlich wird es dann auch über einen längeren Zeitraum gehen, bis wir dann wieder anfangen zu reisen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob wir mit dem YouTube-Kanal so wieder anknüpfen können an dem Erfolg, wo wir jetzt gerade sind. Und unsere Sorge ist halt, dass wir da letztendlich für alles, was wir jetzt gearbeitet haben, für den Erfolg, den wir jetzt hier auf YouTube haben, die Zeit, die wir investiert haben, dass das dann umsonst war und alles verloren ist, im Grunde genommen. Ja, der zweite Grund ist, das ist, denke ich, das hat mit der menschlichen Psyche zu tun und ich denke, das wird der ein oder andere von euch auch kennen. Was ist, wenn wir, nachdem diese Reparatur jetzt erfolgt ist, in Ruhe reisen können, wenn dann alles okay ist und wir erstmal keine größeren Probleme mit dem LKW haben? Also ich meine jetzt nicht so kleinere Reparaturen, die durchgeführt werden, die kümmern mich eigentlich nicht, sondern wirklich die großen Dinger. Also so eine Motorreparatur ist natürlich schon so ein richtiger Klopper. Ne? So, naja, und natürlich kann noch viel bei einem LKW kaputt gehen.
Aber muss auch nicht. Ne? Also es muss jetzt nicht noch danach gleich das Getriebe kaputt gehen oder irgendwie das Verteilergetriebe oder irgendein Differential auseinanderbrechen. Es kann dann auch einfach mal alles laufen. Und ein weiterer Gedanke ist, wir haben natürlich auch schon richtig, richtig viel investiert in den LKW. Also Arbeitskraft auf der einen Seite, aber halt auch finanziell. Und das alles wäre dann in gewisser Weise auch verloren. Und das gibt man dann auch ungern auf. Also diese beiden Gedanken, ich habe so viel schon investiert und nach dieser letzten Geschichte könnte doch eigentlich alles in Ordnung sein. Deswegen machen wir weiter. Und dieses Verhalten, das nennt man eskalierendes Commitment. Könnt ihr ja mal nachschlagen. Das ist ganz interessant. Ich habe mich mal in den LKW gesetzt, weil das da draußen ein bisschen zu windig war und ich konnte mich irgendwie dann auch nicht mehr konzentrieren. Naja, auf jeden Fall, es geht jetzt nicht darum, hier rumzuheulen, sondern einfach natürlich euch auch so ein Gefühl zu vermitteln, wenn man in solcher Situation ist auf der Reise, wie sich das Ganze auch irgendwie anfühlt. Ne? So, man hat halt zwischendurch einfach diese Momente, wo man denkt, es ist einfach nur alles scheiße. Ich habe so keinen Bock mehr, ich will das nicht mehr. Und irgendwie machen wir trotzdem weiter. Und warum man eigentlich auch weitermacht. Weil wenn man ehrlich zu sich selber ist, man will dann ja auch irgendwie weiter und man hat dann ja auch die Hoffnung, dass es weitergeht und deswegen tut man auch irgendwie alles dafür. Und seit dem letzten Video haben wir natürlich auch die mega Erfahrung gemacht, wie viel Hilfe man einfach bekommt, wenn man nur nach Hilfe fragt. Und das ist einfach so eine mega geile Erfahrung, in dieser Community zu sein und diese Hilfe zu erfahren. Das ist wieder so ein Positivbeispiel dafür. Das hätten wir nicht erlebt, würden wir diesen Trip, so wie er jetzt ist, nicht machen. Genau, naja, auf jeden Fall eigentlich wollte ich darauf kommen. Ich hatte ja gesagt, hey, es gibt noch ein Update, wie es jetzt aussieht. Das wollte ich ja eigentlich auf der Fähre machen, habe ich dann irgendwie nicht mehr geschafft, war auch irgendwie zu müde dazu. Und naja, es hat sich definitiv was getan. Wir haben eine Bleibe, wenn wir dann in den nächsten paar Tagen rüber wechseln von der Insel hier Chios nach Çeşme auf das türkische Festland. Von dort aus werden wir dann erstmal unsere Fühler ausstrecken. Wir haben ein paar Werkstätten, die wir uns angucken werden. Wir haben auch eine Empfehlung bekommen für eine Werkstatt. Also falls ihr da in Izmir Empfehlungen aussprechen könnt für Werkstätten, um so einen Motor überholen zu lassen, dann immer her damit, das hilft uns. Wir haben auch ein Wohnungsangebot bekommen, falls wir dann die Reparatur durchführen werden in Izmir, dass wir dann direkt in Izmir wohnen können und das Ganze kostenfrei und das ist halt auch so mega. Also ich kann immer nur wieder sagen, das, was die Community leistet, die Hilfestellung, die wir bekommen, die macht das Ganze ja dann schon wieder zu einer Erfolgsstory und ich denke einfach auch an dieser Stelle wieder, das hätten wir alles nicht erlebt, diese Hilfestellung, diese ganzen lieben Menschen, die uns helfen, wenn wir nicht jetzt so unterwegs wären auf unserer Reise, wie wir unterwegs sind. Mit den Problemen natürlich auch, die wir haben. Irgendwie verbindet das ja auch. Naja. Ach ja, und wir haben auch noch ein Angebot, ein Reparaturangebot in der Nähe von Istanbul, falls alle Stricke reißen und wir in Izmir dann nichts werden. Also alles im einen sieht das gar nicht so schlecht aus, würde ich jetzt mal sagen. Die Herausforderung, die wir halt haben werden, ist, jemanden zu finden, der sich an diesen Motor rantraut, wo wir auch das Gefühl haben, das passt und natürlich die Ersatzteile. Ja, Renault, Ersatzteilversorgung schwieriger, würde ich jetzt so ohne weiteres nicht unterschreiben. Das Thema kommt ja auch immer wieder. Die Ersatzteilversorgung wird schwieriger, je älter das Fahrzeug wird. Und in diesem Fall ist es aber eher das, was ich jetzt ansprechen will. Wie sieht es mit den Ersatzteilen in der Türkei aus? Bekommen wir sie hier? Ist alles gut? Das sieht auch gar nicht so schlecht aus, nebenbei bemerkt. Ich habe so ein bisschen recherchiert. Es gibt eine Firma, die ich gefunden habe, die diese Reparatursätze für Kolben und Laufbuchsen vertreibt. Und es könnte sein, dass die auch die richtigen haben. Muss man jetzt mal gucken. Ja, aber wenn das halt nicht der Fall ist, wenn das nicht geht, dann müssen wir sie eben halt von Europa in die Türkei importieren. Und das macht das Ganze irgendwie dann wesentlich komplizierter. Deswegen Daumen drücken, dass das jetzt nicht so passiert und dass wir wirklich alles in der Türkei bekommen und auch dann die Reparatur zügig durchgeführt werden kann. Das ist letztendlich
der optimale Fall. Und wir hoffen, dass das dann auch mal so eintritt. Im letzten Video kam häufiger die Idee von euch, doch für eine 1-Euro-Spende aufzurufen, und das wollte ich ganz gerne mal hier aufgreifen. Das würde uns natürlich mega helfen, wenn nur jeder Zweite 1 Euro spenden würde, dann hätten wir schon mehr als genug zusammen, um die Motorreparatur durchführen zu lassen, und wahrscheinlich auch noch ein bisschen was über. Das würde uns mega helfen. Wenn ihr Bock habt, es ist kein Muss natürlich, es ist halt irgendwie auch eine gewisse Wertschätzung für unsere Arbeit. Aber die Wertschätzung ist auch da, wenn ihr einfach nur guckt und wir sehen, dass unsere Videos angenommen werden und gerne geguckt werden. Also ist halt eine Idee, die wollte ich mal reingeben, und die kam, wie gesagt, auch von einigen von euch, die dazu aufgerufen haben, und die Idee fanden wir gut. Und naja, mal gucken, was passiert. Ich bin gespannt. Des Weiteren wollte ich nochmal auf unseren Amazon-Shop aufmerksam machen. Und zwar haben wir da ja schon alles drin, weil wir selber recherchiert hatten, was wir eigentlich so brauchen auf der Reise. Und wenn ihr jetzt auch gerade irgendwie dabei seid und guckt, so was könnte man noch brauchen, euch auf eure Reise vorbereitet, ihr könnt natürlich selber gucken und viel Zeit da investieren, oder guckt einfach in unseren Amazon-Shop und lasst euch da inspirieren. Es tut ja nicht weh und es kostet euch nicht mehr Geld, und es ist eigentlich im Prinzip eine Win-Win-Situation. Also es ist jetzt auch nicht so viel Geld, wie wir da jetzt verdienen, das sind Centbeträge, aber selbst das hilft. Also guckt einfach mal rein. Also eigentlich wollte ich den Ziegen Wasser bringen. Das könnt ihr jetzt, glaube ich, nicht sehen. Ich habe irgendwie auf einem der Betonplattformen so einen Eimer Wasser gelassen. Und ich habe die jetzt gerufen, also so wie man halt eine Katze oder einen Hund irgendwie so, ne, so. Und jetzt kommen die einfach hinterher, aber die checken nicht, dass ich denen Wasser geben will. Ja. Ich habe immer gesehen, dass sie zum Meer runter immer ans Wasser gegangen sind, und das können sie halt nicht trinken. Ja. Ich glaube, ich bin jetzt der Schäfer. Ich habe da hinten auch noch so einen langen Stab. Mal sehen. Vielleicht sollte ich den einfach mal nehmen. Ach, ist das goldig, ne? Na ja, gut. Aber Feuerholz haben wir gemacht. Heute Abend gibt es Lagerfeuer. Ich glaube, das letzte Mal haben wir das in Ungarn gemacht. Also 1,5, 2 Jahre her. 1,5, glaube ich, ja. Ja. Das wäre gut. Ihr Lieben, nur noch 3 Tage an diesem Stellplatz und dann haben wir es geschafft. Dann geht es endlich für uns in die Türkei. Und wir wollen uns mega bei euch bedanken. Das war so heftig, was ihr da an Feedback und an Hilfestellung gegeben habt. Wir können das gar nicht fassen. Wir haben so eine geile Community. Das kann man einfach nur feiern. Vielen Dank dafür. Bleibt alle gesund da draußen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.